sind da jetzt auf der Bergstation und neben mir gute Freunde von mir, die Familie Kubetius, der Flo, die Lisa, die Lilli und der Julian. Und dann haben wir noch den Markus Dachsbacher dabei als Unterstützung. Was unterscheidet für dich jetzt den Bikepark Schladming zu anderen Destinationen und Bikeparks? Ja, es ist halt das, ich meine, wir sind als Familie unterwegs, wir schauen immer, dass wir den ganzen Tag irgendwie gemeinsam im Park verbringen können und da muss man halt einfach schauen, dass man wirklich verschiedene Könner- und Niveaustufen hat, dass der jeder fahren kann, das ist halt da wirklich super. Und wenn man es vergleicht mit vor 2 Jahren, da waren halt die Julian und die öfters herinnen unterwegs, aber das war für die Lilli, war halt ein Trail da, der dann in der Mitte vom Berg aufgehört hat. Und inzwischen ist es halt wirklich so, dass wir gemeinsam den ganzen Berg fahren können und das ist halt cool. Wir sind eigentlich da in dem Downhill ein komplette Anfänger, aber ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, dass man das einmal probiert. Bis jetzt macht es uns extrem Spaß. Irgendwann haben wir gesagt, so letztes Jahr im Zuge der Neubau der Seilbahn, wir müssen den Bikepark erweitern. Haben Gott sei Dank da Profis gehabt, von Markus Beckel, sein Vater, bis hin zum Peter Fernbach und viele, die einfach gesagt haben, wir müssen uns weiterentwickeln. Der Bikepark in Schladming war ja unter den Downhill-Riders weltweit bekannt als Best Track ever oder die beste Strecke der Welt. Allerdings war es nur den Elitefahrern vorbehalten. Jetzt quasi, nach diesem Konzept, ist das Angebot erweitert worden, um auch Anfänger, Endurofahrer und sogar Familien mit Kindern anzusprechen. Lilli, du tust ja auch schon ein Teil Radl fahren, habe ich gehört. Wie lange ungefähr? Also eigentlich seit ich 5 bin, also 4 Jahre. Wieso gefällt dir der Bikepark in Schladming? Ja, dass wir alle halt mit der Familie fahren können und dass ich auch die Strecken bis ganz runter fahren kann und dass ich ganz easy runterkomme. Das gefällt mir halt. Und gibt es irgendwas, was du unbedingt diese Saison noch lernen willst am Radl, was du sagst, boah, das möchte ich? Also, was ich lernen möchte, springen kann ich, aber auch einen Trick am Radl. Okay, gibt es einen bestimmten? Nein, eigentlich nicht. Schaust du mal, was so passiert. Ja. Julian, wie lange fährst du eigentlich schon? Seitdem ich 5 bin, also 6 Jahre. Und was ist deine Lieblingsstrecken im Bikepark Schladming? Also die Flowline und die Jumpline, die fahre ich gern, weil es extrem flowig ist, die Flowline. Und in der Jumpline gibt es extrem viele coole Sprünge. Okay, weil wir gerade von Sprüngen reden, gibt es da irgendeinen Trick, den du voll gut kannst oder der dir voll taugt? One Foot und One Hand. Und die kannst beide schon perfekt? Ja. Wahnsinn. Ich bin die Steffi, bin heute am 2. Tag ever mit dem Radl am Berg. Ich mache jetzt hauptsächlich so ein bisschen die Flowline, weil die für einen Anfänger, glaube ich, ziemlich cool ist, weil es einfach so ausgelegt ist, dass du nichts falsch machen kannst. Das ist einfach geil. Also ich glaube, wir sind auf alle Fälle variantenreicher geworden und das ist eigentlich die Stärke des Bikeparks Schladming. Und neu auch mit Markus Beckel, erfolgreichster österreichischer Downhill-Fahrer, hat sie unten niedergelassen mit seiner Bike School Beckel. Ja, Markus, du bist ja ehemaliger Weltcup-Fahrer. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen, dass du die Bike School gründest? Radfahren ist komplett aus der Nische in einen breiten Sport gekommen und es ist kein Hype oder Megatrend mehr, sondern es ist einfach da und wird auch nicht zum Aufhalten sein. Was macht die Bike School aus? Was gibt es derzeit? Ja, ich denke, dadurch wir so neu sind und für viele das noch nicht so wirklich greifbar ist, beschreiben wir uns am besten auch so, wie wir sind wie eine Skischule. Nur ein bisschen cooler. Nein, wir haben von Kindern bis Erwachsene Kurse, wir haben Gruppenkurse, wir haben Ganztagskurse und dann haben wir auch 1-Tages-, 3-Tages- und 5-Tages-Camps für Kinder, wo du die Kinder quasi abgeben kannst und die Eltern können selber Radl fahren oder wandern. Hallo. Hi. 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 Du bist ja auch dabei bei der Bike School Beckel. Inwieweit bist du da involviert? Und zwar, ich bin der Partner von Markus. Ich habe angefangen Lehramt zum Studieren mit Bewegung und Sport und habe immer im Hinterkopf schon gehabt, dass ich das Biken quasi in die Schule reinkriege. Und ich kriege es jetzt zwar nicht in die Schule rein, aber wir haben zusammen eine Bikeschule quasi auf die Beine gestellt. Weil das Schöne am Biken ist das, man kann sich immer weiterentwickeln. Es ist nicht so, dass man da mal stehen bleibt oder irgendwann einmal ins Limit kommt. Deshalb haben wir die 3 Stufen quasi gemacht. Das ist das Ride, das Explore und das Progress.
Beim Ride schauen wir wirklich, dass wir die Leute, also wirkliche komplette Anfänger, abholen und zum Biken bringen. Dann das nächste Level wäre das Explore, das ist dann für die Fortgeschrittenen. Und das dritte Level wäre quasi das Progress, das ist dann wirklich für die Könner. Da gehen wir dann auf die Speerspitze zu und da schauen wir dann wirklich, dass wir die noch weiterentwickeln im Springen, mit Style, mit der Kurventechnik, dass wir schneller durchkommen, Linienwahl. Was für mich ein absoluter Traum ist, was wir mit der Flowline geschafft haben. Weil da können 6-jährige Kinder runterfahren. Wir haben bei den Grundbesitzern gesehen, da können 70-jährige runterfahren und die haben keine Angst mehr vom Mountainbiken, sondern die finden das spannend. Und mit dem Uphill Trail zum Auffahren haben wir da komplett eine neue Zielgruppe, was wir erreichen können. Auch schon wie der Markus gesagt hat, der Flow Trail ist ein Wahnsinn. Den haben sie so lässig gebaut. Du musst nicht großartig fahren können, du brauchst auch kein mega teures Radl, sondern kannst auch mit dem HT holen. Lisa, was macht für dich die Flowline attraktiv? Dass es richtig flowig ist, dass ich von oben bis unten durchfahren kann und echt keine Angst haben muss, sondern mich gut fühle auf der Line. Das taugt mir. Markus, wir wissen alle, du hast gescheite Skills und so, aber die Flowline taugt dir ja auch, oder? Ja, mit Sicherheit. Was unterscheidet die Flowline für dich zu den anderen Strecken und warum fährst du es so gern? Ich mag die Flowline echt gern, weil man auf der Strecke einfach wirklich die Grundbasis einfach üben kann. Die Kurven rundfahren, die ganzen Wellen pushen, damit man einfach schön auf Speed bleibt. Und das alles auf ein Niveau, was wirklich nicht gefährlich ist, wo nichts sein kann und wo man von klar auf das einfach probieren kann. Und sagen wir, eine gute Grundtechnik ist wahrscheinlich das Wichtigste fürs Radlfahren. Auch für nachher, wenn man auf die technischen Strecken geht, einfach damit man sich sicher fühlt. Entweder du hast wen, der es kann und der da was zeigt, oder du machst ein Coaching. Also das werde ich auf jeden Fall auch noch machen, dass ich sage, ich nehme mir mal den Tag Zeit und lasse mir mal erklären, wie mache ich die Kurven, wie mache ich erste kleine Jumps. Also ich bin gestern schon zweimal ein bisschen angehoben und habe gedacht so, Für alle, die den Bikepark mal ausprobieren wollen und vielleicht nicht das nötige Equipment haben, es ist bei der Talstation unten ein komplett neues, großes Bike-Center entstanden. Da kann man sich Top-Giant-Bikes ausleihen in jeder Kategorie. Vom Kinderrad bis zum Top-Downhiller ist alles da, sowie die komplette Schutzausrüstung. Kommt vorbei, wir haben immer was für euch da. Und auch die Jungs sind immer da, wenn es einen Platten gibt oder sonst irgendwelche Probleme. Es ist auch gleich da hinten, man übersieht es eh nicht, das ist im Zielstadion. Cool und geil, ganz cool. eine Mischung aus Euphorie, Angst, aber ja, macht Spaß, ist cool und ich komme auf jeden Fall wieder. Ich kann nur sagen, kommt zu uns nach Schladming auf die Schladminger Planei. Wir haben uns richtig zusammengerissen die letzten, sage ich mal, 14, 15 Monate, wirklich diesen Bikepark Schladming weiterzuentwickeln, zu perfektionieren. Ich kann nur eines verraten, wir werden noch immer nicht auf die Stopptaste drücken. Es war cool. Juli, bist du bereit? Ja. Immer. Nein, nicht immer. Nein. Naja, es ist glaubwürdig bei dir. Ja, stay real, oder? Ja. Ja. Jetzt.